Hallo, willkommen in meiner ayurvedischen Küche. Ich verrate euch heute eine Leidenschaft, der ich ganz besonders gerne nachgehe. Und zwar ist das Reisen. Ich liebe es, in die jeweiligen Länder einzutauchen, vor allem gerade auf der kulinarischen Ebene. Ich bin auch jemand, der dann gerne bei Straßenverkäufern anhält und mich dort beraten lässt. Da habe ich überhaupt gar keine Berührungsängste, denn ich finde, nur so lernt man das Land, das jeweilige Land auch richtig kennen. Meine Reisen haben mich schon in ganz viele Länder geführt, unter anderem auch in die Türkei, nach Abu Dhabi, nach Dubai oder auch nach Tunesien. Warum ich gerade diese Länder erwähne, liegt daran, dass in allen Ländern Hummus angeboten wird. Und wenn man sich dann so durch den Hummus isst, so wie ich, dann stellt man fest, dass es einen perfekten Hummus gibt, dann gibt es einen Hummus, der eher trocken daherkommt und einen Hummus, der eher flüssig daherkommt. Wie bereitet man also einen perfekten Hummus zu? Und das möchte ich euch heute verraten. Halt, bevor ich es vergesse. Natürlich sollte man im besten Fall hochqualitative, trockene Kichererbsen nehmen, sie über Nacht in Wasser einweichen, sie am nächsten Tag in heißem Wasser kochen und die Schale, die sich dann quasi von der Kichererbse löst, einfach abseihen, beziehungsweise man kann sie auch während des Kochvorgangs immer wieder mal abnehmen. Es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen aufwendig, aber es ist die Mühe wert, lohnt, was auch immer man dazu jetzt gerade sagen will, denn das Ergebnis ist natürlich ein unfassbar cremiger Hummus. Wenn es aber so ist, dass man in der Küche steht und sagt, jetzt hätte ich gerne Hummus, dann dauert diese Prozedur natürlich ein bisschen länger. Was ich euch heute zeige, ist die schnelle Zubereitungsweise eines cremigen Hummus. Für unseren cremigen Hummus benötigen wir eine Dose Kichererbsen, sprich eine 400 Gramm Dose mit Abtropfgewicht von 240 Gramm. Dann benötigen wir Olivenöl, einen Esslöffel Tahin, also Sesampaste, die gibt es in hell und in dunkel. Dann habe ich mir ein paar Kichererbsen für die Deko beiseite gestellt. Wir benötigen ebenso noch Blattpetersilie, klein geschnitten, eine kleine Knoblauchzehe, die kann man bei Bedarf aber auch weglassen und eine halbe Bio-Limette. Zu den trockenen Gewürzen zählen wir heute ein bisschen Salz, Kumin, also gemahlener Kreuzkümmel und Pfeffer. Und da unten das schöne glitzernde Schälchen beinhaltet 3 Eiswürfel. Die sorgen für eine exzellente Cremigkeit bei unserem Hummus. Noch einen kleinen Dekorationsvorschlag, der mir gerade eingefallen ist. Ich verwende immer ganz gerne Schwarzkümmelsamen und rotes Paprikapulver. Man könnte aber auch Sesamsamen, also weiße Sesamsamen nehmen, man könnte Granatapfelkerne nehmen. Also da ist wirklich der Fantasie überhaupt gar keine Grenze gesetzt. Schön ist es einfach, wenn es am Ende etwas bunt ist. Ich füge jetzt alle Zutaten zusammen in meinen Hochleistungsmixer und jetzt aufgepasst, wenn ihr während der Prozedur merkt, dass euch der Hummus ein bisschen zu trocken ist, dann fügt einfach Olivenöl oder auch kaltes Wasser hinzu oder auch Eiswürfel. Wichtig ist am Ende, dass wirklich eine richtig cremige Konsistenz dabei rauskommt. Und ein guter Schuss Olivenöl. Jetzt nur noch Deckel drauf und dann geht's los. Jetzt schauen wir uns schon mal den Zwischenstand an. Das duftet schon lecker. Das kann noch mal. Ich zeige es euch. Wir sehen unten am Boden, dass der Hummus bereits cremig ist und am Rand sehen wir noch die Kichererbsenstücke. Das wollen wir natürlich nicht. Heißt, wir schieben jetzt alles so runter auf den Boden und fügen Olivenöl oder aber auch gerne Wasser hinzu. Dann schauen wir es uns jetzt mal an und ich habe ein gutes Gefühl, dass es jetzt so richtig cremig ist. Schaut euch das mal an. Jetzt wird angerichtet. Bevor ich diesen wunderbaren Augenschmaus gleich zerstöre, möchte ich noch eine kleine Hommage an die Kichererbse als solches anstimmen. Die Kichererbse hat nämlich eine ganz positive Wirkung auf unseren Darm, weil sie eine Menge Ballaststoffe enthält. Und diese Ballaststoffe
sind unlöslich. Das bedeutet, sie wandern unverändert durch unseren Verdauungstrakt und helfen dabei, den Darm zu säubern und ein gesundes Darmmilieu zu erhalten. Ja, und diese fulminante Wirkung zeigt sich auch darin, dass Kichererbsen entzündungshemmend, cholesterinsenkend und zellschützend sind und sie sorgen für ein langes Sättigungsgefühl. Außerdem haben sie auch noch wenig Kalorien. Und jetzt geht's ans Probieren. Ich liebe diese verschiedenen Geschmackskomponenten in diesem Hummus. Die Limette, diese leichte Schärfe durch den Knoblauch, das Würzige durch die Petersilie. Also wirklich rundum gelungen. Und man kann natürlich den Hummus auch variieren. Man kann zum Beispiel getrocknete Tomaten hinzufügen oder eine Avocado oder rote Beete oder Petersilie. Ich kenne auch eine Variante, in der Currypulver hinzugefügt wird, was dann so ein bisschen natürlich das Ganze dominiert. Man kann auch Koriander hinzufügen. Also einfach mal austesten, so oder so, ihr werdet mit jeder Variation begeistert sein. Also viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal, eure Mangal.